ist wieder ewig lange her, dass ich ein Video gemacht habe. Ich habe vor, euch die holländische Grenze zu zeigen. Ich fahre dahin zusammen mit Linus, mal wieder. Und vielleicht ist das für euch ja mal ganz interessant, gerade wenn ihr zum Beispiel noch nie in Holland wart oder auch gar nicht aus der EU kommt, mal eine offene Grenze zu sehen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich wohne in Amerika und möchte, keine Ahnung, nach Kanada oder Mexiko rüber, da sind die Grenzen halt zu, da kommst du nicht rüber. Da musst du ewig lange anstehen, so wie wir irgendwann mal anstehen mussten, als wir in die Ukraine wollten, 5 Stunden lang. Wir können hier einfach so rüber, da gibt es keinen Zaun, es gibt keine Passportkontrollen. Du kommst einfach so durch, du merkst de facto nicht einmal, wo die Grenze ist. Auf geht's! Wir sind jetzt gerade in Oeding angekommen. Das ist eine halbe Stunde Fahrt von zu Hause entfernt. Und hier links und rechts die Gebäude von uns, das sind die alten Zollhäuschen und sowas, wo man für ewig lange anstehen musste, wenn man über die Grenze will. Und jetzt gerade bin ich über die Grenze gegangen und befinde mich in Holland. Hier unten seht ihr einmal den Grenzverlauf. Es ist eigentlich nur hier der Garten sozusagen, aber auf der Straße sieht man es ganz gut, dass auf der einen Seite einmal der Fahrradweg noch markiert ist, auf der anderen Seite ist er nicht farblich hervorgehoben. Und die Hunde, die ihr vielleicht gerade im Hintergrund hört, sind holländische Hunde. Fun Fact, wunderschön. Aber so sieht eine Grenze innerhalb des Schengen-Abkommens in der EU aus. Also man sieht die Grenze eigentlich gar nicht wirklich. Klar, da ist so ein Schild und 200 Meter weiter ist noch ein Schild, auf dem steht dann drauf, wie schnell man hier fahren darf und sowas. Das ist dann alles. Das sind die einzigen Sachen, an denen man erkennt, dass man jetzt gerade sich in einem anderen Land befindet. Schilder wie diese hier befinden sich natürlich nicht an jedem Grenzübergang, ne? Es gibt einfach zu viele Grenzübergänge. Wir können gleich mal durch den Wald fahren und da werdet ihr merken, man sieht gar nicht, wo jetzt die Grenze ist und man weiß auch nicht, bin ich jetzt in Deutschland oder in Holland. Und ein kleiner Funfact ist übrigens, dass der Grenzverlauf zwischen Deutschland und den Niederlanden nicht abschließend geklärt wurde. In der Nordsee gibt es zum Beispiel ein kleines, ich weiß gar nicht, ist das ein Flussdelta? Ich glaube schon, so heißt das im Fachbereich. Behaupte ich jetzt mal. Da ist gar nicht geklärt, wem gehört das jetzt. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal nach Holland rein, ein paar Meter und gucken uns einfach mal an, wie der Grenzverlauf ist. Fahren mal durch den Wald und da werde ich euch zeigen, dass man eben nicht genau sieht, wo die Grenze verläuft. Also, auf geht's! Wir sind jetzt ein bisschen nach Holland reingefahren durch die Bauernschaften. Bauernschaften sollte ich nicht sagen, denn wir haben neulich herausgefunden, das Wort Bauernschaften ist tatsächlich hier ein westfälischer Begriff oder sowas. Und Leute von außerhalb kennen das gar nicht so. Deswegen sage ich einfach mal, durch die Gegend sind wir gefahren, durch die nächste Gegend und suchen gerade den nächsten Grenzübergang. Der müsste hier gleich auch kommen. Aber wie geil ist denn bitte dieser Weg hier? Wir sind rechts abgebogen und plötzlich haben wir nur noch so einen sandigen Weg, wo uns auch Pferde entgegenkamen. Ich war mir erst nicht sicher, ob man hierher fahren darf, aber hier sind auch andere Spuren von anderen Autos gewesen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir hier auch her können. Was ich so faszinierend finde, ist, dass es hier einfach so anders aussieht als bei uns. Vielleicht auf den ersten Blick wirkt das nicht so, aber einmal haben die hier ganz andere Bäume stehen zum Beispiel und die Häuser, die sehen natürlich komplett anders aus. Diese typischen niederländischen Häuser, wobei typisch niederländisch ist auch schwierig, weil die sehen alle unterschiedlich aus. Das finde ich echt faszinierend. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir einfach mal weiter bis zu diesem komischen Grenzübergang. Wenn der Grenzübergang so einer ist, an so einer Stelle ist wie hier, dann wird man davon nicht viel sehen. Also, auf geht's! Wir haben einen Grenzübergang gefunden, der mitten in der Walachei ist. Ihr hört schon an den Vögeln, wir sind wirklich fast mal wieder mitten im Wald. Das hier ist das einzige Hindernis, was uns davon abhält, nach Deutschland rüber zu fahren. Denn jetzt stehe ich in Deutschland. Hier vorne ist noch ein Schild angebracht mit ganz vielen Informationen für die ganzen Fahrradfahrer, die hier vorbeifahren. Wir hatten gerade schon 2 Gruppen, die uns hier entgegengekommen sind und uns auch gegrüßt haben. Eigentlich ganz nett. Und hier vorne, ich bin mir ziemlich sicher, das hier ist der Grenzstein. Hier von der Seite ist auch ein Wappen drauf. Ich hätte jetzt erst gedacht, das wäre das Borkener Wappen. Das heißt, das vom deutschen Kreis sozusagen. Aber dann würde es keinen Sinn machen, dass es von dieser Seite angebracht wäre, sondern eher, das müsste aus niederländischer Seite zu sehen sein. Ich
gehe dann jetzt nach Hause und laufe nach Deutschland. Nein, wir suchen uns jetzt einen Grenzübergang, wo wir mit dem Auto drüber fahren können. Aber ihr seht halt, die Grenzen sind wirklich offen, trotz Corona übrigens. Da hätte ich jetzt ja gedacht, wir waren ja schon vor 2-3 Wochen mal wieder unterwegs in Holland und da haben wir auch schon gedacht, Mist, die Grenzen sind zu oder es gibt Kontrollen und wir kommen nicht rüber. Aber ich kann noch mal bestätigen, es gibt gar keine Probleme. Und ja, wie gesagt, Deutsche und Holländer fahren hier die ganze Zeit hin und her, stört keinen. Die Grenzen nach Polen und Tschechien und sowas mögen leider zu sein, was echt schade ist, weil wir da wieder Urlaub machen wollen. Aber nach Holland kommt man zumindest noch ohne Probleme. Dann ist alles gut. Okay, wir fahren dann mal weiter. So, wir haben es jetzt wieder nach Hause geschafft. Leider ist uns die Batterie leer gegangen, deswegen habt ihr jetzt nicht viel von dem Rückweg gesehen, aber das ist genau das gleiche wie auf dem Hinweg gewesen. Richtig, hier ist wieder euer Topstar am Wochenende gewesen. Denn ich verabschiede mich jetzt für dieses Mal. Hoffe, euch hat dieses Video zumindest nicht gefallen. Alex, Ruhe! Und hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ich irgendwann mal wieder Bock habe, was zu machen. Ihr kennt das Spielchen, ne? Also, klickt ruhig auf Gefällt mir oder halt auch nicht. Ihr kennt das Spielchen, ne? Bis zum nächsten Mal. Adios.